Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie du dein Team optimal im Social Hub organisieren kannst. Der Aufbau des Teams beginnt direkt beim Hinzufügen der Social Hub-Nutzer, denn hier kannst du bereits bestimmte Rollen festlegen. Das hat wiederum Auswirkungen darauf, welche Rechte die einzelnen Nutzer innerhalb der Software haben. So kannst du zum Beispiel festlegen, dass einzelne Nutzer nur Community Manager sind oder nur Redakteure. Welche Zugriffsrechte die einzelnen Rollen genau haben, findest du in unserer praktischen Übersicht. Falls du sehr spezielle Vorgaben hast, kannst du im Social Hub Enterprise Paket die Rollen auch personalisieren und somit deinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Nun kannst du im Reiter Teams die einzelnen Benutzer in unterschiedliche Gruppen verteilen und ihnen die Kanäle zuordnen, auf die sie Zugriff haben sollen. Das ist besonders praktisch, wenn zum Beispiel internationale Teams im Social Hub zusammenarbeiten oder auch für Agenturen, bei denen verschiedene Mitarbeiter unterschiedliche Kundenaccounts betreuen. Natürlich kannst du die Teams jederzeit wieder anpassen, falls Kanäle oder Nutzer dazukommen oder wegfallen. Und damit hast du auch schon die Grundlage für die Teams gelegt. Jetzt geht es darum, die kollaborativen Features im Social Hub in die Workflows zu integrieren. Im Content Planner gibt es extra den Reiter Zusammenarbeit. Hier kannst du spezifisch Feedback hinterlassen und auch andere Teammitglieder taggen, damit sie wissen, dass sie angesprochen wurden. Zusätzlich kannst du die einzelnen Beiträge natürlich auch verschiedenen Teammitgliedern zuweisen. Wenn in deinem Team mehrere Mitglieder zusammen an der Content-Erstellung arbeiten, ist unser Feature Post-Version History bestimmt interessant. Solange mindestens 2 Personen aktiv an einem Beitragsentwurf arbeiten, kannst du mit dem Feature mit wenigen Klicks zwischen verschiedenen Versionen wechseln und eine frühere Variante wiederherstellen, falls diese doch besser gepasst hat. Wir haben übrigens auch ein eigenes Video für die Post-Version History, das du dir auf unserem Kanal ansehen kannst. Was beim Social Media Teamwork auf keinen Fall fehlen darf, sind Freigabeprozesse. Dabei ist die Freigabe nicht auf eine bestimmte Person eingeschränkt. Jeder, der die entsprechenden Rechte hat, kann die Beiträge freigeben. So wird verhindert, dass ein Beitrag mal stecken bleibt, weil die entsprechende Person plötzlich krank wird oder aus anderen Gründen den Beitrag nicht freigeben kann. Wenn ein Beitrag nicht freigegeben wird, muss immer begründet werden, warum. So können die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden. Im Enterprise-Paket kannst du über die E-Mail-Freigabe auch externe Personen, die keinen eigenen Social Hub-Account haben, um Freigabe bitten. Voraussetzung ist, dass die Beiträge bereits intern zur Freigabe geschickt wurden. Freigabeprozesse findest du natürlich auch in der Inbox für Community Manager. Zudem können in der Inbox Tickets zugewiesen werden, falls eine personenspezifische Aufteilung gewünscht ist. Oder du kannst sie auch hier via E-Mail zur Freigabe schicken. Der Social Hub wurde speziell für Social Media Teams konzipiert und vereinfacht nicht nur das Social Media Management, sondern die Zusammenarbeit unter den einzelnen Teammitgliedern. Durch Rollenverteilung hat jeder seine Bereiche und durch kollaborative Features können Absprachen, Freigaben, Korrekturen und Zuständigkeiten super easy umgesetzt und nachvollzogen werden. Wenn du noch Fragen zu Teams im Social Hub hast, melde dich gerne bei uns.